Hallo und herzlich willkommen zurück bei Drumtech TV. Mein Kollege Frank und ich, wir haben heute die Riesenehre, ein riesen Drumset für euch auszupacken, nämlich das neue Roland VAD 716. Und wir beide, wir sind gespannt wie ein Flitzebogen, wie das Ganze wohl aussieht. Deswegen fangen wir jetzt direkt an. Los geht's. Fun Fact noch, wir haben gerade mal die Gewichte gecheckt und dieses Ding komplett ist genauso schwer wie ich. Jetzt könnt ihr vielleicht mal raten, wie viel das sein könnte. Gloss Ebony Finish kennt man schon aus der VAD 706 Reihe. Das ist nach wie vor ein lackierter Kessel. Mittlerweile gibt es 5 Finishes. Eins kam jetzt noch dazu, Satin Walnut. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Was wir hier gerade sehen können, sehr verehrte Zuschauer, ist die unglaubliche Belastbarkeit, die so ein PDA 140F tragen kann. Ist unglaublich, ne? Die Last von 3, 4 Becken kann dieses Floortom aushalten. Unfassbar. Jetzt kommt auch schon wieder eine Neuheit. KD 22. Nach wie vor 22 Zoll, genau wie beim Vorgänger. Aber wohl ein leicht optimiertes Triggersystem. Da bin ich mal gespannt. Also das sieht auf jeden Fall besser aus. Man kann das ja noch aus dem VAD 706 und auch aus dem 506, 507 etc. Das ist jetzt echt mal ein Upgrade. Die Spielfläche ist größer geworden. Naja, leiser ist sie nicht. So jetzt auf den ersten Blick. Oh. Ja, das ist pfiffig. Hier mit so Begrenzung. Eine Skala, ja, das macht Sinn. Skala, genau. Das macht echt, das ist spannend, das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. So, nachdem wir jetzt viel Altbekanntes schon gesehen haben aus der alten VAD-Serie, kommen wir jetzt mal zu den wirklich neuen Sachen. Als erstes mal das PD 14 DSX Snarpad. Dann schauen wir mal, was uns erwartet. Schön in der Frischhaltefolie. So Leute, jetzt sieht man schon die erste große Neuerung, die wir hier haben. Wir haben ein elektronisches Snare Drum Pad mit einer richtigen Snare Drum Abhebung. So, hier kann man es doch noch mal ganz schön sehen. Sogar mit Schraube. Da werden wir ja mal schauen, wie sich das Ganze denn auswirkt später im Praxistest. Kevin, jetzt brauchen wir eigentlich einen Trommelwirbel. Weil jetzt kommen wir Kann ich nicht. zum Herzstück. Was ist das Herzstück? Das Herzstück ist das neue V71 Drum-Modul. So, die Spannung steigt. Ja. Was man auf jeden Fall sagen kann, das Zeug ist richtig solide, schwer, aber dafür dann auch standfest. Und ich muss auch sagen, so die Verpackung ist zwar sehr aufwendig, aber eben auch sehr solide, sodass auch bei weiteren größeren Entfernungen im Transport erstmal nichts kaputt gehen sollte. So, was man hier schon ganz gut sieht, die wichtigen Sachen sind mit Kugelgelenken ausgestattet, zum Beispiel einmal hier bei den Tom-Armen. Das heißt, ich kann alles im Grunde genommen 360 Grad verdrehen und eigentlich jede Einstellung realisieren. Ja. Vom Winkel her, von der Höhe, die ich persönlich brauche. Gleiche betrifft auch die Beckentilter, sind auch als Kugeln ausgeführt. Das ist wirklich sehr smart. Das mag ich gerne. Weil viele haben halt eben auch ein Rastergelenk Genau. oder Das, nur vorwärts da wirst zurück. du irre. Ja. Dieses Rastergelenk, da wirst du wirklich irre. Das hat zwar auch seine Vorteile irgendwie, weil wenn du es einmal eingeloggt hast, Dann ist bleibt's es da, ja. für jetzt und immer. Aber es ist doch immer so, dass du gerade so eben nicht den Winkel hast, den du willst. Ja, genau. Wie nervig das? Vorbei damit. Eigentlich nochmal ein kleiner Spoiler zu der Eingangsbemerkung des Gewichts.
Ja, da bin ich kurz still. Das ganze Ding wiegt komplett 116 Kilo. Da muss man sich schon bewusst sein, wenn es angeliefert wird, dass man vielleicht auch noch eine helfende Hand hat, Warte mal, hast du die nicht mitträgt. gesagt, das Ding ist so schwer wie du? Das war der Spoiler. 116 Kilo? Man glaubt es nicht, das ist aber so. Ja. So Leute, hier steht es nun in voller Pracht, das neue VD 716. Wunderschön. Wunderschön mit, haben wir gesagt, 116 Kilogramm Lebendgewicht und das Wichtigste mit dem neuen V71-Modul. Alles fertig verkabelt, wir können gleich starten mit den ersten Tests und sind schon ganz gespannt, was uns soundmäßig erwartet, Kevin, oder? Ja, so ist es. Ich kann nicht mehr. Tschüss. Macht's gut.